Die Magie der deutschen Verben. Fühl die Bewegung, nicht die Regel. Das Chaos der trennbaren Verben. Ich anrufe dich. So hat's angefangen. Ein Schüler sagte diesen Satz mit stolzem Lächeln und der Lehrer lächelte zurück, aber anders. Fast richtig, sagte er. Aber im Deutschen trennen wir das Verb. Ich rufe dich an. Der Schüler starrte auf den Satz, als hätte jemand das Verb zerbrochen. Warum? Warum teilt man etwas, das doch zusammengehört? Warum springt das kleine Wort an ans Satzende wie ein freches Kind, das nicht stillstehen will? Fast jeder, der Deutsch lernt, erlebt diesen Moment. Plötzlich zerfallen Wörter, als hätte jemand die Grammatik auf den Kopf gestellt. Und du denkst, wie soll ich mir das merken? Aber hier ist das Geheimnis. Trennbare Verben sind keine Verwirrung. Sie sind Bewegung. Jede Trennung hat Sinn. Sie zeigt, wie Energie sich bewegt. Hinein, hinaus, hoch, runter, weg, zurück. Das Verb lebt, es atmet. Es dehnt sich aus wie ein Gummiband und kehrt dann zurück. Wenn du die Bewegung spürst, verstehst du die Struktur automatisch. Heute werden wir nicht Grammatik pauken, sondern sehen, fühlen und hören. Du wirst lernen, trennbare Verben mit den Augen zu sehen und mit dem Körper zu verstehen. Atme tief ein, vergiss die Tabellen und lass uns diese bewegte Musik der Sprache entdecken. Warum Trennung Sinn ergibt. Viele Lernende glauben, trennbare Verben seien ein Fehler der Sprache. Aber das stimmt nicht. Sie sind Ausdruck von Klarheit und Richtung. Ein wunderschönes System, das zeigt, wohin die Energie im Satz fließt. Stell dir das Verb wie ein Gummiband vor. Ein Teil steht am Anfang, das andere zieht sich ans Ende, doch sie bleiben verbunden. Zwischen ihnen entsteht Spannung, Bewegung, Dynamik. Zum Beispiel anrufen. Rufen ist die Aktion. Du machst etwas. An zeigt, wohin diese Aktion geht, in Richtung einer Person, eines Kontakts. Wenn du sagst, ich rufe dich an, fühlst du diese Bewegung, deine Stimme geht zu jemandem hin. Oder aufstehen. Stehen ist neutral, statisch. Aber auf weckt Energie, es zieht dich nach oben. Ich stehe auf bedeutet also, dein Körper bewegt sich, Licht kommt, der Tag beginnt. Diese Trennung ist keine Zerstörung, es ist ein Atemzug. Das Verb öffnet sich, um Platz zu machen, für dich, für das Objekt, für Bedeutung. Und wenn du es so siehst, verliert die Grammatik ihre Härte. Sie wird rhythmisch, lebendig, fast musikalisch. Trennbare Verben sind wie kleine Geschichten. Ein Teil beginnt, der andere beendet. Zwischen beiden liegt Bewegung, Leben, Bedeutung. Und genau das werden wir jetzt erforschen, die Magie der Vorsilben, dieser kleinen, aber mächtigen Energien. Das Geheimnis der Vorsilben. Wenn du trennbare Verben verstehen willst, musst du zuerst die kleinen Vorsilben fühlen. Sie sind keine zufälligen Buchstaben, sie sind Richtungen, Emotionen, Bewegungen. Jede hat ihre eigene Energie, ihre eigene Farbe. Auf bedeutet Bewegung nach oben, Öffnung, Beginn. Aufstehen, aufmachen, aufwachen. Alles steigt, alles beginnt, alles öffnet sich. Sag es laut, auf. Du spürst, wie die Luft nach oben geht. Ein bedeutet hinein. Etwas betritt einen Raum. Einsteigen, eintreten, einschlafen. Die Energie geht nach innen, wie ein Atemzug. Aus bedeutet hinaus, nach außen, Freiheit. Ausgehen, aussteigen, ausatmen. Du verlässt den Raum, du lässt los. An bedeutet Kontakt, Nähe, Richtung zu etwas. Anrufen, ankommen, anfassen. Du gehst auf etwas zu, du verbindest dich. Mit
bedeutet gemeinsam, zusammen. Mitkommen, mitmachen, mitfahren. Energie, die geteilt wird, du bist nicht allein. Zurück bedeutet Bewegung zurück, Wiederkehr, Erinnerung. Zurückkommen, zurückgeben. Du gehst denselben Weg wieder, zur Quelle, zur Balance. Diese kleinen Vorsilben sind wie Kompasse der Sprache. Sie zeigen Richtung, Raum und Gefühl. Wenn du sie spürst, verstehst du jedes trennbare Verb intuitiv. Und das ist das Geheimnis. Nicht jedes Verb muss gelernt werden, du musst nur wissen, wohin es sich bewegt. Jetzt werden wir sehen, wie diese Bewegung im Satz lebt, wie das Verb atmet, trennt und sich wieder vereint. Bewegung im Satz. Ein trennbares Verb ist wie ein Atemzug. Es beginnt, macht eine Pause und kehrt zurück. Wenn du lernst, diesen Rhythmus zu hören, wirst du nie wieder vergessen, wo das Verb steht. Schau dir diesen Satz an. Ich rufe dich an. 2 Teile, ein Herzschlag. Rufe, die Handlung, der Klang deiner Stimme. An, der Kontakt, die Richtung. Zwischen ihnen liegt der Puls des Deutschen. Oder ich stehe früh auf. Dein Körper bewegt sich. Stehen, Stabilität. Auf, Bewegung nach oben. Sag es laut und mach die Geste. Ich stehe auf. Dein Körper versteht, bevor dein Kopf denkt. Das ist das Geheimnis. Trennbare Verben haben einen Rhythmus. Sie öffnen sich und schließen sich wieder. Wie Wellen, die kommen und gehen. Wenn du den Rhythmus findest, brauchst du keine Regel mehr. Dein Mund weiß, wann das zweite Teilchen am Ende kommt, weil dein Ohr es spürt. Achte beim Hören auf diesen Klang, ich mache das Fenster auf. Du hörst das auf wie einen leichten Aufstieg. Oder ich komme gleich zurück. Das Zurück klingt wie ein Schritt nach hinten. So funktioniert das Deutsche. Es spricht in Bewegung. Und jedes trennbare Verb ist ein kleiner Tanz zwischen Anfang und Ende. Warum dein Gehirn sie hasst und wie du es austrägst. Dein Gehirn liebt Ordnung. Es will, dass Dinge zusammenbleiben. Schön linear. Eins nach dem anderen. Subjekt, Verb, Objekt. Fertig. Und dann kommt das Deutsche und zerreißt das Verb in 2 Teile. Katastrophe. Für dein Gehirn ist das am Anfang Chaos. Es denkt, Moment, das Wort war doch anrufen. Warum steht da nur Rufe? Und wo ist das an hin? Aber genau hier beginnt das Abenteuer. Denn Sprache ist keine Liste, sie ist Musik. Und Musik braucht Rhythmus, Pausen, Spannung. Wenn du versuchst, trennbare Verben nur logisch zu lernen, kämpfst du gegen deine Natur. Wenn du sie aber fühlst, arbeitest du mit ihr. Mach ein kleines Experiment. Sag laut, ich rufe dich an und spür, wie deine Stimme am Ende nach vorne schwingt. Sag, ich stehe auf und richte dich dabei wirklich auf. Sag, ich komme zurück und mach einen Schritt nach hinten. Jetzt hast du Grammatik im Körper gespeichert. Dein Gehirn liebt das, weil Bewegung Emotion aktiviert und Emotion ist Erinnerung. Also, wenn dein Kopf protestiert, lächle und sag ihm, alles gut, wir tanzen jetzt mit den Verben. Mit der Zeit wirst du merken, du suchst das zweite Teilchen nicht mehr, dein Ohr weiß, wo es hingehört. Und dann wird aus Chaos Rhythmus. Bilder, Bewegung, Emotion. Das Geheimnis, um trennbare Verben nie mehr zu vergessen, liegt in 3 Worten. Bild, Bewegung, Emotion. Wenn du nur liest, bleibt das Wissen oberflächlich. Aber wenn du ein Bild siehst, dich bewegst und etwas fühlst, speichert dein Gehirn es tief ab, für immer. Lass uns ein paar Beispiele machen. Aufstehen.
Stell dich hin, atme ein und richte dich auf. Spür die Energie, die von unten nach oben fließt. Sag laut: Ich stehe auf. Jetzt hast du das Wort körperlich verstanden. Anrufen. Nimm die Hand ans Ohr, als würdest du telefonieren. Sag: Ich rufe dich an. Fühl die Verbindung, den Kontakt, die Richtung zu jemandem hin. Ausgehen. Stell dir vor, du öffnest eine Tür und gehst nach draußen. Ich gehe aus. Du verlässt einen Raum, du atmest Freiheit. Zurückkommen. Mach einen Schritt nach hinten, spür den Weg zurück zum Ausgangspunkt. Ich komme zurück. Jedes dieser Verben ist eine kleine Szene. Wenn du sie spielst, lachst, fühlst oder übertreibst, desto besser. Dein Gehirn liebt das Ungewöhnliche. Und das Schöne ist, du kannst diese Szenen überall machen. Zu Hause, im Park, sogar im Kopf. Mach daraus dein persönliches Theater. Denn Grammatik, die du spielst, bleibt. Sie ist keine Regel mehr, sie ist Erinnerung. Kontext und Musik. Sprache ist nicht nur Klang, sie ist Rhythmus. Und genau hier liegt die Magie der trennbaren Verben. Sie haben ihren eigenen Beat. Wenn du sie in Musik, Gedichten oder Alltagsdialogen hörst, wirst du merken, das kleine Wort am Satzende hat immer einen Ton, eine Melodie, eine Energie. Hör dir mal das an. Ich stehe auf und gehe hinaus. Der Tag beginnt, die Sonne scheint. Spürst du, wie das Auf und Hinaus klingen? Sie steigen, sie öffnen, sie tanzen. Oder ich rufe dich an, ich komme zurück, ich mache das Fenster auf. Jeder Satz hat eine Bewegung, einen Rhythmus, fast wie ein Lied. Wenn du diesen Klang bewusst hörst, wirst du automatisch wissen, wo das zweite Teilchen steht, du fühlst den Takt. Darum nutze Musik. Hör deutsche Lieder mit vielen trennbaren Verben. Sing mit, auch wenn du nicht alle Wörter verstehst, dein Ohr lernt schneller als dein Kopf. Wiederhole rhythmisch: Ich stehe auf, du kommst zurück, wir gehen aus. Sag es im Takt deiner Schritte, im Rhythmus deines Atems. Denn das Gehirn speichert besser, was es tanzt. Und trennbare Verben sind nichts anderes als kleine sprachliche Tänze, Bewegung mit Bedeutung. Wenn du den Rhythmus fühlst, lernst du Grammatik durch Musik. Und was du mit Freude lernst, bleibt für immer. Fehler sind Teil der Bewegung. Viele Lernende wollen trennbare Verben perfekt benutzen, vom ersten Tag an. Aber das ist, als würdest du tanzen lernen und erwarten, nie auf den falschen Takt zu treten. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind der Beweis, dass du in Bewegung bist. Wenn du sagst, ich anrufe dich, statt ich rufe dich an, ist das kein Drama. Es zeigt, dass du die Wörter kennst, dass du mutig bist, sie zu benutzen. Der Rest ist nur Rhythmus. Und Rhythmus kommt mit Wiederholung. Sprache ist ein Tanz zwischen Ordnung und Chaos. Und jedes Mal, wenn du stolperst, lernt dein Ohr, den richtigen Moment zu finden. Lach über deine Fehler. Sag dir, okay, diesmal war's daneben, aber ich bleib im Takt. Denn Lachen löst die Spannung, öffnet das Gedächtnis und lässt dich freier sprechen. Mach aus jedem Fehler eine kleine Schau. Sprich den Satz nochmal laut, bewege dich dazu, übertreibe ein bisschen. Ich rufe dich an. Mit Gestik, mit Spaß, mit Energie. So prägt es sich ein. Dein Gehirn liebt Wiederholung mit Emotion. Ein trockener Fehler wird vergessen. Ein lebendiger bleibt. Also, tanze mit den Verben, auch wenn du stolperst. Denn Perfektion ist kein Zustand. Sie ist Bewegung. Und jede Bewegung bringt dich näher zur Sprache. Übung im Alltag. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Wie machst du all das lebendig, im echten Leben? Wie trainierst du trennbare Verben, ohne stundenlang zu lernen? Ganz einfach, durch Alltag, Bewegung und Bewusstsein. Wenn du morgens aufstehst, sag laut, ich stehe auf und tu es bewusst. Beim Frühstück, ich mache das Fenster auf. Beim Rausgehen, ich ziehe meine Jacke an. Mach es mit Gesten, mit kleinen Ritualen.
Dein Körper wird dein Lehrer. Im Bus oder in der Bahn kannst du Sätze im Kopf wiederholen. Ich komme an, ich steige aus, ich gehe aus. Sag sie im Rhythmus deiner Schritte oder deines Atems. Wenn du etwas vergisst, erfinde ein kleines Spiel. Stell dir vor, die Vorsilbe ist ein kleiner Ball, der am Ende des Satzes auf dich wartet. Deine Aufgabe, ihn richtig zu fangen. Ich rufe dich an. Zack, der Ball ist in deiner Hand. Schreib dir 3 Verben pro Tag auf und benutze sie in echten Situationen. Nicht im Kopf, sondern im Leben. Denn das Ziel ist nicht, Grammatik zu können. Das Ziel ist, sie zu leben. Und eines Tages wirst du merken, du denkst nicht mehr darüber nach, wo das an, auf oder mit steht. Es kommt von selbst. Wie ein Reflex, wie Musik. Dann weißt du, die Sprache ist in dir angekommen. Sprache ist Bewegung. Am Ende verstehst du, trennbare Verben trennen sich nicht wirklich. Sie atmen, sie öffnen sich, um Raum zu schaffen, für Bedeutung, für Gefühl, für Rhythmus. Sprache ist kein starres System aus Regeln. Sie ist Bewegung, Beziehung, Energie. Und jedes Mal, wenn du ein trennbares Verb benutzt, entsteht ein kleiner Tanz zwischen Anfang und Ende. Ich rufe dich an. Ich stehe auf. Ich komme zurück. Das sind keine kalten Strukturen, das sind Mini-Geschichten. Jede erzählt, was du tust, wohin du gehst, wie du fühlst. Und wenn du aufhörst, Grammatik zu sehen und beginnst, sie zu spüren, dann geschieht etwas Magisches. Die Sprache wird leicht. Sie spricht durch dich. Beweg dich, wenn du sprichst. Lächle, wenn du lernst. Mach aus Fehlern Rhythmus, aus Wiederholung Musik. Denn Sprache ist nicht im Kopf, sie ist im Körper, in deiner Stimme, in deinen Händen, in deiner Haltung. Sie lebt, wenn du lebst. Und irgendwann, ohne es zu merken, wirst du sagen, ich rufe dich an. Und du wirst fühlen, dass es stimmt. Nicht, weil du die Regel kennst, sondern weil du den Rhythmus kennst. Das ist der Moment, in dem du aufgehört hast zu lernen und angefangen hast, Deutsch zu leben.